Reaktion der Branche auf ESA Aerospace-Explosion. SpaceX bereitet parallel 3 Starship-Starts vor. Fram 2 Besatzung erhält Astronautenflügel. ISS bekommt Navy SEAL als Crew. Blue Origin vor Feuertest der zweiten New Glenn-Rakete. Isaacman kritisiert SLS und will beides, Mars- und Mondprogramm. Was bedeutet das für Europa? Und die Hinweise zur Riesen-Erdkollision und Mondentstehung verdichten sich. Das und noch mehr mit allen Hintergründen schauen wir uns heute an. Die Raumfahrt ist aktuell unfassbar spannend. Wenn du diese Entwicklung nicht verpassen möchtest, unbedingt abonnieren. Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, euer Raumfahrtkanal im deutschen Sprachraum. Der Erstflug der Spektrum-Rakete von ESA Aerospace am 30. März, der endete in einem Feuerball. Mittlerweile gibt's diverse Aufnahmen von der Explosion. Die 28 Meter hohe Spektrum-Rakete von ESA Aerospace, die hob zwar erfolgreich vom norwegischen Spaceport in Andøya ab, begann dann aber schnell in heftige Steuerbewegungen der Schubvektorsteuerung zu wechseln. Trotz des Absturzes wertet ESA den Testflug als Erfolg. Noch kann ich euch leider nichts über den Grund des vorzeitigen Flugabbruchs sagen. Immer mal wieder habe ich die Kritik gehört, dass der ESA-Livestream die Explosion nicht gezeigt hat. Die Bilder, die wurden dann etwas verzögert, dann aber ja noch am gleichen Tag veröffentlicht. Wie ist denn da eure Meinung zu? Schreibt mir gerne unter dem Video. Mittlerweile gibt es auch einige Stimmen aus der Branche zu dem Testflug. Der Ex-Chef von Ariane Group, Charmant, spricht zum Beispiel von 2 Milliarden Euro Verschwendung für die europäischen Microlauncher. Da verschweigt er, dass es sich bei den geschätzten 400 Millionen Euro Investment bei ESA Aerospace fast ausschließlich um privates Geld handelt. Die 5 Milliarden Euro Entwicklungskosten für die Ariane 6 hingegen, die waren fast ausschließlich Steuergelder. Außerdem wird jeder Start der Ariane 6 staatlich bezuschusst, sollte man an der Stelle vielleicht fairerweise sagen. Interessant ist da eventuell eher die Kritik von einem anderen kommerziellen Microlauncher, Rocket Lab. Rocket Lab verzeichnet eine steigende Nachfrage nach seinen Elektronraketen, trotz der Konkurrenz durch die Rideshare-Mission von SpaceX. Rocket Lab CEO Peter Beck betont, dass die dedizierten Starts für Kleinsatelliten einen eigenen Markt darstellen, der sich deutlich von Rideshare-Optionen unterscheidet. Kunden bevorzugen oft die Kontrolle über Startzeitpunkt und Orbit, die dedizierte Missionen eben bieten. Rocket Lab CEO Peter Beck zweifelt dennoch am Geschäftsmodell von ESA. Spektrum sei zu groß für Dedicated Launch und zu klein für Rideshare. Die Situation würde sich laut Beck aber ändern, wenn ESA oder RFA 10 oder 20 erfolgreiche Flüge mit garantierten Regierungsverträgen absolvieren könnten. Ob er recht behält, wird sich zeigen. Bei den Zielstartpreisen für die Microlauncher wäre man mit 10 Starts witzigerweise auch in der Größenordnung der Startkosten einer Ariane 6 IV. Klar, macht schlechte Presse, wenn auf dem ersten Flug eine Rakete explodiert, aber ich erinnere mich noch an den ersten Flug der Ariane 5 im Jahr 1996. Auch deren Erststart endete keine Minute nach dem Start in einer Explosion. Die Satelliten, die dabei zerstört wurden und nicht versichert waren, die hatten mit inflationsbereinigt knapp 1,5 Milliarden Euro übrigens einen höheren Wert als das an ESA geflossene Kapital. Ich bin ein Kind der 90er, der Vibe von damals, der lebt weiter, und zwar in meinen Retro-Runners von Gieswein. Inspiriert von den ikonischen Sneakern der 70er mit dem lässigen Charme der 90er. Dieser Schuh, der bringt Stil und Nostalgie auf den Punkt. Der Clou, der steckt im Materialmix. Der weiche Merino 3D Strickstoff, der umhüllt den Fuß wie eine zweite Haut, atmungsaktiv, temperaturregulierend, einfach cozy. Da ist der Schuh eine echte Verbesserung zu den Turnschuhen der 90er Jahre. Dazu kommt robustes Velourleder, das nicht nur cool aussieht, sondern auch für ein trockenes Fußklima sorgt, selbst wenn es draußen mal ungemütlich wird. Ob auf Asphalt oder Waldweg, die rutschfeste Gummisohle hält dich stabil, während die EVA-Zwischensohle jeden Schritt abfedert. Und weil Komfort nie out ist, gibt's obendrauf noch ein Wechselfußbett aus Merino für deine ganz persönliche Wohlfühlzone. Das hat Gieswein übrigens mit einer Ziernaht überarbeitet, was die Wertigkeit, wie ich finde, nochmal erhöht. Der Retro-Runner, der passt zu Jeans, Shorts oder Chinos und jedem, der mit Stil durch den Alltag läuft. Oldschool-Vibes, modernes Feeling, einfach typisch 90er. Nur besser. Mit meinem Link und meinem Code bekommt ihr wieder 20% auf das gesamte Gieswein-Sortiment. Findet ihr auch in der Videobeschreibung. Bei SpaceX läuft die Vorbereitung auf kommende Starship-Flüge auf Hochtouren. Ich hatte bereits darüber berichtet, dass SpaceX zum ersten Mal mit Booster 14 einen geflogenen Starship-Booster erneut gefeuert hat. Dafür haben die Triebwerke von SpaceX symbolische Astronautenflügel erhalten. Man erwartet, dass SpaceX auf dem kommenden 9. voll integrierten Starship-Flug Booster 14 zum ersten Mal dann auch erneut startet. Das Schiff für diesen Flug, das wird sehr wahrscheinlich Ship 35. Das hat am 11. und 12. März 3 kryogene Tests absolviert. Nach 2 vorzeitigen Explosionen der Starship-Oberstufen auf den Flügen 7 und 8 wissen wir noch nicht, ob es ein grundsätzliches Problem mit dem Ship Version 2 Design gibt, aber das wird sich zeigen.
Interessanterweise arbeitet SpaceX bereits an der Hardware für Flug 10. Den auf Flug 8 gestarteten und gelandeten oder gefangenen Booster 15, den bereitet man schon auf seinen nächsten Flug vor. Booster 15, der zuvor im Rocket Garden stand, der wurde zurück in die Mega Bay 1 transportiert. Ein klares Zeichen dafür, dass man ihn für weitere Tests oder Flüge vorbereitet. Parallel dazu schreitet auch die Arbeit an Ship 36 voran, die Oberstufe, die voraussichtlich für den 10. Testflug gemeinsam mit Booster 15 verwendet werden soll. Der nächste neue Starship Booster, Booster 17, hat diese Woche in der Massey's Testanlage mehrere Cryo-Tests durchlaufen. Diese Tests, die sind Teil der Vorbereitung für eine spätere Flugmission. Die vielen parallelen Aktivitäten deuten meiner Meinung nach darauf hin, dass SpaceX gerade plant, gleich mehrere Testflüge in naher Zukunft mit unterschiedlichen Boostern und verbesserter Hardware durchzuführen. Im November 2024 sagte die Starbase-Managerin Casey Lüders, SpaceX strebe 25 Starship-Starts für 2025 an und rechne für die erste Jahreshälfte mit einer erfolgreichen Landung einer Starship-Oberstufe. Aber nicht nur Raptor-Triebwerke haben diese Woche Astronautenflüge bekommen. Nach ihrer Reise in den Weltraum und über die Polarregion der Erde hat die Fram-2-Besatzung wieder heil die Erde erreicht und wurde nun mit den SpaceX-Astronautenflügeln ausgezeichnet. Die Crew, die ist offensichtlich bei bester Gesundheit und hat bereits auf NSF ein erstes Interview gegeben. Verlinke ich euch natürlich unten in der Beschreibung. Mit dabei Rabea Rogge aus Berlin, die nun offiziell und für alle Zeit die erste deutsche Frau im All war und bleiben wird. Ich freue mich auf ein Interview mit ihr und dann ganz viele nerdige Details zum Flug und zum Dragon-Training. Übrigens exakt das gleiche Training, was NASA und ESA-Astronauten erhalten. Wir kommen zu den Starts der vergangenen Woche. Am Dienstag, 8. April, da brachte eine Soyuz 2.1A vom Kosmodrom Baikonur das Raumschiff Soyuz MS-27 mit neuer Crew zur ISS. An Bord die beiden russischen Kosmonauten Sergei Ryzhikov und Alexei Subritsky. Für die NASA mit dabei Johnny Kim. Während Ryzhikov zum 3. Mal ins All fliegt, sind die beiden anderen Erstflieger. Johnny Kim war übrigens bei den US Special Forces als Navy SEAL im Irakkrieg, Medizinstudium in Harvard und NASA-Astronaut. Ziemlich beeindruckender Lebenslauf. Ebenfalls am 8. April startete SpaceX von der Vandenberg Space Force Base eine Falcon 9 mit 23 weiteren Starlink-Satelliten. Der Booster, der landete erfolgreich auf dem Drohneship Of Course I Still Love You. 2 Tage später, am 10. April, zündete China eine Lange Marsch 3BE in Xicheng. Zum Nutzlast gibt es bisher keine offizielle Angabe. Den Wochenabschluss, den machte SpaceX am Samstag, 12. April, mit einer geheimen Spionagenutzlast. Die Enroll 192-Mission für das National Reconnaissance Office, die startete ebenfalls von Vandenberg. Die große Ariane 6.4 mit 4 P120C Feststoffboostern, die ist noch gar nicht geflogen, aber es wird schon an einer verstärkten Variante gearbeitet. Da die Ariane 6 analog zur Ariane 5 auf hochenergetische Flugbahnen für Nutzlasten in den geostationären Orbit optimiert wurde, fehlt ihr für den erdnahen Orbit LEO etwas Wumms. Den soll der P160C bringen. Die französische Raumfahrtagentur CNES, die hat den ersten P160C Feststoffbooster jetzt zu ihrem Teststand transportiert, um eine bevorstehende Testzündung vorzubereiten. Dieser neue Feststoffbooster ist als Ersatz für den derzeit in den Ariane 6 und Vega C Raketen verwendeten P120C Booster vorgesehen. Der P160C, entwickelt von Europropulsion, das ist ein Joint Venture zwischen Ariane Group und Avio, ist über 14 Meter hoch und hat einen Durchmesser von 3,4 Metern. Er kann etwa 160 Tonnen Festtreibstoff aufnehmen, was eine Steigerung von 14 Tonnen gegenüber dem P120C bedeutet. Ganz interessant vielleicht, von den 18 durch Amazon gebuchten Ariane 6 Starts für Kuiper Internetsatelliten sind nur 2 mit der aktuellen Ariane 6.4, beziehungsweise die ist ja auch noch nicht geflogen. Der Rest dann aber für die mit P160C leistungsgesteigerte Variante der Ariane 6 vorgesehen. Apropos Amazon Kuiper Satellitenstarts, hier vielleicht erwähnenswert, Ariane 6 und ULA Vulcan, die nutzen die gleiche Nutzlastverkleidung, wenn auch an unterschiedlichen Standorten von Beyond Gravity gefertigt. Ja, und die Terran A von Relativity Space, die soll das gleiche Fairing erhalten. Die United Launch Alliance, die musste übrigens eine weitere Schlappe gegenüber SpaceX einstecken. Der ursprünglich für den Start mit United Launch Alliance vorgesehene GPS-3-Satellit für das Pentagon, der wird nun mit SpaceX ins All befördert. Die US Space Force hatte den Start des Satelliten eigentlich für 2023 mit ULAs neuer Vulcan-Rakete geplant. Aufgrund von Verzögerungen bei der Entwicklung der Vulcan wurde der Start jedoch verschoben. Die Entscheidung für SpaceX, die ermöglicht das Einhalten des Zeitplans und gewährleistet die Einsatzbereitschaft des Satelliten. Weiter zu Nutzlasten für das Pentagon. Die US Space Force hat die ersten Missionen für die nationale Sicherheit im Fiskaljahr 2025 eingekauft. Spoiler, SpaceX sichert sich den Löwenanteil. Mit 7 Aufträgen im Gesamtwert von 845,8 Millionen US-Dollar lässt das Unternehmen die Konkurrenz weit hinter sich. United Launch Alliance, kurz ULA, die erhielten nur 2 Missionen, vergütet mit 427 Millionen US-Dollar.
Laut spacenews.com sollten ursprünglich 2 der jetzt von SpaceX gewonnenen Missionen ursprünglich ULA Vulcan fliegen. Diese Mission ging aber aufgrund von Terminproblemen bei der ULA an SpaceX. Beachtenswert, was ULA-CEO Tory Bruno zu der engen Verbindung von Elon Musk und Präsident Donald Trump und den Einfluss auf die Vergabe zu sagen hat. Er hat erklärt, ULA werde weiterhin fair behandelt und er erwarte, dass die Regierung alle Vorschriften einhalte und fair agiere. Diese Aussage, die steht im Kontext von Bedenken, dass Musk politische Verbindungen SpaceX Vorteile verschaffen könnten. Wenn sich in Europa so mancher Anbieter wünschen würde, dass doch bitte alle institutionellen Starts mit einer Rakete fliegen, gesellt sich zu den beiden Platzhirschen ULA und SpaceX zukünftig ein dritter Anbieter. Blue Origin hat sich für das Bieten für die sehr teuren und für die nationale Sicherheit wichtigen Pentagon-Nutzlasten qualifiziert. Jetzt, 2025, hat Blue für die New Glenn zwar noch nicht geboten, soll aber bei der Ausschreibung 2026 erstmals berücksichtigt werden. Bis 2029 will das Pentagon 54 Starts in einem Gesamtwert von 12 Milliarden Euro einkaufen. Apropos New Glenn, die zweite Stufe der nächsten New Glenn-Rakete, die ist einsatzbereit. Es folgt jetzt ein Triebwerkstest der Oberstufe in einem speziellen Teststand am Startplatz. Dabei soll die Stufe zusammen mit den beiden BE-3U-Triebwerken auf ihre Flugeignung getestet werden. Ich hatte letzte Woche darüber berichtet, dass die Ursache für den Verlust der ersten Stufe der New Glenn auf dem Jungfernflug gefunden wurde und es keine Hardwareprobleme gab. Ein Landeversuch auf dem zweiten Flug, dem steht dann also nichts im Wege. Blue Origin könnte damit der erste Startanbieter nach SpaceX werden, dem die Landung von Orbitalraketen gelingt. Weil die Starts doch relativ häufig sind, NSSL, das steht für National Security Space Launch, ein Programm des US-Verteidigungsministeriums zur Beschaffung zuverlässiger Trägerraketen für militärische und nationale Sicherheitsmissionen. Ziel des Programms, es soll die Vereinigten Staaten mit sicheren, kosteneffizienten und flexiblen Startdiensten für Satelliten und andere Nutzlasten versorgen, die etwa für Kommunikation, Aufklärung oder Frühwarnsysteme im Orbit benötigt werden. Vielleicht in dem Zusammenhang auch ganz interessant, die US Space Force plant die Veröffentlichung einer Strategie zur Förderung internationaler Kooperation im Weltraum. Die Strategie, die zielt auf stärkere Integration von verbündetem Personal in die US-Streitkräfte, auf das Ausweiten gemeinsamer Übungen und den intensivierten Austausch von Personal ab. Satelliten, Responsive Space und Weltraumsicherheit sind militärisch strategisch längst unverzichtbar. Auch die deutsche Politik trägt der Bedeutung der Raumfahrt Rechnung. Der neue Koalitionsvertrag von Union und SPD hebt Raumfahrt erstmals auf eine Stufe mit Schlüsselindustrien wie der Autoindustrie. Erstmals soll sogar ein Ministerium Raumfahrt im Namen tragen. Matthias Wachter vom Bundesverband der deutschen Industrie schreibt, mit dem Koalitionsvertrag, da wurde die Basis geschaffen, um mit Hilfe von Weltraumfähigkeiten unsere Sicherheit, Innovation und die Transformation des Industrielandes massiv zu befördern. Jared Isaacman, bekannt unter anderem durch die Polaris Dawn-Mission und nun von Donald Trump für den NASA-Vorsitz vorgeschlagen, hat sich in einer Anhörung im US-Senat klar positioniert. Die NASA, die solle nicht zwischen Mond und Mars wählen, sondern beide Ziele parallel verfolgen. In seiner Anhörung betonte er, die technologische Reife und die Fortschritte im privaten Sektor, die ermöglichten nun Menschen sowohl zum Mond zurückzubringen, als auch erstmals zum Mars zu schicken. Als warnendes Beispiel nannte Isaacman das Space Shuttle-Programm, das nach dem Apollo-Stopp zwar ambitioniert, aber strategisch isoliert war. Eine solche Lücke dürfe sich nicht wiederholen, zumal China mit einem klaren Plan und mit Tempo Richtung Mond und Mars unterwegs sei. Seine Vision? Ein koordinierter, langfristiger und internationaler Fahrplan für das Erkunden mit Crew beider Himmelskörper. Der Unternehmer Isaacman, der hatte in seiner Senatsanhörung nicht nur für parallele Mond- und Mars-Missionen plädiert, sondern auch das derzeitige NASA-Trägersystem SLS scharf kritisiert. Das Space Launch System, kurz SLS, und das Orion-Raumschiff seien teuer, nicht nachhaltig und keine langfristige Lösung. Insbesondere angesichts der Fortschritte im privaten Sektor, etwa durch SpaceX, sei es unverständlich, warum die NASA weiterhin auf ein schwerfälliges System setze, das Milliarden verschlingt. Isaacman betont, moderne Alternativen wie Starship seien deutlich häufiger, günstiger und flexibler einsatzbar. Eine Umstellung auf kommerzielle Systeme spare nicht nur Kosten, sondern erhöhe auch die Frequenz und Reichweite von Missionen mit Crew deutlich. Seine zentrale Botschaft, die NASA müsse sich von überholten Programmen lösen, wenn sie im internationalen Wettrennen bestehen will. Diese Position gegen das SLS ist nicht unerheblich für Europa, das sich ja mit dem European Service Modul an Orion und SLS beteiligt und über ein Barter-Deal eigentlich auf Flüge zum Mond gehofft hatte. Im Moment hat China, was die Exploration des Mondes angeht, die Nase vorn. Aktuelle Analysen der von Chinas Chang'e 6 Mission gesammelten Bodenproben von der erdabgewandten Seite des Mondes, die liefern neue Hinweise auf die Entstehung des Mondes.
Die Ergebnisse, die unterstützen die Hypothese, dass der Mond vor etwa 4,5 Milliarden Jahren durch einen massiven Einschlag eines maßgroßen Himmelskörpers auf die junge Erde entstanden ist. Während sich aus dem Großteil der Masse die Erde geformt hat, wurde bei dem Ereignis auch Material ins All geschleudert, das sich dann später zum Mond geformt hat. Ein bemerkenswerter Befund der Untersuchung ist der geringe Wassergehalt im Mantel der Mondrückseite im Vergleich zur Vorderseite. Diese neuen Erkenntnisse, die vertiefen unser Verständnis über die Entstehung des Mondes und könnten erklären, warum sich die beiden Seiten des Mondes geologisch so deutlich voneinander unterscheiden. Apropos Mond, auf dem 40. Space Symposium in Colorado Springs, da berichteten die privaten Mondlanderfirmen Intuitive Machines, Firefly Aerospace und iSpace von der wachsenden kommerziellen Nachfrage nach Mondmissionen. Vom Forschungsraum soll der Mond zu einem Wirtschaftsraum werden, einschließlich Ressourcenabbau und letztendlich menschlicher Besiedlung. Flüge zum Mond sind für mich ein absoluter Kindheitstraum. Meine Hoffnung ist außerdem, wenn sich mehr Menschen für Raumfahrt interessieren, dann wird die Raumfahrt ganz automatisch für uns alle zugänglicher werden. Meine Mission, den deutschen Sprachraum für Raumfahrt begeistern, dass es genau dafür den Kanal noch gibt, das verdanken wir alle den Senkrechtstarter Schutzengeln. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Wenn auch du dabei mithelfen möchtest, den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern, und zwar aktiv, unter dem Video, da ist ein Link zur YouTube-Kanalmitgliedschaft. Vielen, vielen Dank. Als kleines Dankeschön gibt's dann auch alle meine Videos vorab und ohne Werbung. Wir kommen zu den Starts der kommenden Woche. Den Auftakt macht am Montag, 14. April, wahrscheinlich SpaceX mit einer Falcon 9 und Starlink-Satelliten von Cape Canaveral. Am Nachmittag desselben Tages folgt Blue Origin mit dem suborbitalen Flug NS-31. Der New Shepard-Flug von der Launch Site 1 in Texas, der ist zwar nur suborbital, aber mit der ersten rein weiblichen Crew. Zumindest seit dem Soloflug von Valentina Tereshkova. Ich werde das Ganze live auf NTV kommentieren. Der Start ist geplant für 15:30 Uhr. Gleich in der Nacht auf den Dienstag, 15. April, da startet ULA eine Atlas V 551 mit dem ersten Satelliten des Amazon Kuiper Projekts. Der Start, der sollte ursprünglich bereits in der vergangenen Woche stattfinden, wurde aber wegen Wetters verschoben. Kleine Besonderheit, am Mittwoch, 16. April, da startet Northrop Grumman eine Minotaur 4. Das sind ausgemusterte Interkontinentalraketen, die statt Sprengköpfen dann Kleinstnutzlasten in den Orbit schießen. An Bord mit NROL 174 eine Spionagemission für das Pentagon. Den Wochenabschluss bildet dann voraussichtlich SpaceX am Donnerstag, 17. April mit einer weiteren Ladung Starlinks, diesmal von Cape Canaveral. Hier noch einmal ein Shoutout für das Familienunternehmen Gieswein aus Österreich. Mit meinem Link und dem Code Senkrechtstarter bekommt ihr wieder 20% auf das gesamte Gieswein-Sortiment. Findet ihr auch in der Videobeschreibung. Ich hoffe, die News haben dir wieder gefallen. Wenn ja, den Like nicht vergessen. Die Raumfahrt ist und bleibt unfassbar spannend. #Apollo-Moment. Wenn du es nicht verpassen möchtest und es noch nicht gemacht hast, genau, abonnieren. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mau.